Metal Leute, Servus und herzlich willkommen zum Hashtag Lustlord1510 auf dem Kanal Drachenvlog. Ich bin Drachenlord oder auch Drache oder wenn ihr wollt auch Rainer. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit einem Video an. Und zwar in diesem Format funktioniert das Ganze folgendermaßen. Ich habe hier Fragen zum Thema Sex über mich, meine Person oder allgemein halt Fragen, die mich oder meine Meinung dazu betreffen. Hierzu muss man dazu sagen, das ist natürlich ein sehr heikles Thema für viele. Ich finde allerdings, dass man in der heutigen Zeit damit kein Problem mehr haben sollte, über Sex zu sprechen. Dazu kommt, dass ich mit meinem Kanal ja sowieso die Auffassung vertrete, dass jeder das machen sollte, was er für richtig hält und vor allem, dass er darauf pfeifen sollte, was andere von der ganzen Sache halten. In erster Linie ist nur eine Sache wichtig und zwar das, was ihr von euch selbst haltet. Also wenn ihr damit selbst nicht zufrieden seid oder selbst nicht damit klarkommt oder sowas, ist das natürlich eure Sache. Aber wenn ihr irgendwie versucht, hier Fragen zu stellen oder irgendwas und Blödsinn macht, ja gut, ich meine, jeder hat seine eigene Meinung dazu und ich habe kein Problem damit. Ich habe mich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt, dass Leute mich belächelt haben für das, was ich sage, für das, was ich mache, für welche Ansichten ich habe und so weiter und so fort. Und ich bin mittlerweile damit absolut zufrieden und lebe mein Leben ganz normal weiter. Ich habe keinerlei Probleme damit, wie andere Leute mich sehen. Und es ist auch viel einfacher so zu leben, als wenn ich hergehen würde und jetzt ständig irgendwelchen Scheiß machen würde. So, dann würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Kommentar an. Und wir haben in Zukunft auch unter diesem Video unter Hashtag FragDrache und unter natürlich Drachenlord, wie es schon der Fall war, in Zukunft die Kommentare offen, weil ich mehrfach jetzt auf Twitter, Facebook und überall geschrieben wurde, ja, nur auf Twitter ist es scheiße, wenn man die Fragen stellen kann. Mach doch bitte mal die Kommentare an, beziehungsweise mach doch bitte wieder eine Facebook-Seite. Ich mache keine Facebook-Seite mehr, weil Facebook mir tierisch auf die Eier gegangen ist, als das mit den ganzen Hatern losging. Und jetzt mache ich es einfach folgendermaßen. Es gibt nach wie vor jetzt das ganz normale Zeug, die Kommentare bleiben deaktiviert, außer unter diesen 3 Videos, Hashtag FragDrache, Drachenlord und Lustlord1510, weil ihr da dann die Fragen stellen könnt. Unter Kommentare-Video war es sowieso so vor. Unter Kommentare-Video, also unter Drachenlord, war es sowieso so. Dann würde ich sagen, wir fangen mit der ersten Frage von einem Mädel an. Diese Frage ist vor etwa 2 Stunden gestellt worden. Die Frage kommt von der Frau Mietz van Sietz. Sehr schöner Name, sehr schöne Frau. Würdest du deiner Freundin erlauben, dich beim Sex mit einem anderen Mann zu beobachten und würde es dich erregen? Liebe Grüße. Hier natürlich erstmal liebe Grüße zurück an dich. Finde ich sehr cool. Das ist natürlich mal wieder eine sehr schöne und eine sehr anständige Frage. Und natürlich auch eine Frage, die man sich wahrscheinlich stellt, wenn man weiß, okay, der ist bi, wenn er eine Freundin hat, wie läuft es ab? Weil er steht sowohl auf Frauen als auch auf Männer. Das ist ja im Prinzip der Grundgedanke daran. Also zunächst mal, ich habe kein Problem damit, wenn meine Frau oder meine Freundin mir zuschauen würde beim Sex mit einem anderen Mann. Dazu muss man natürlich immer den Fall setzen, dass ich eine Frau habe, dass mit meiner Frau nichts ausmacht oder meiner Freundin und dass es ihr halt nichts ausmacht und dass sie das selbst auch noch anregend findet oder sowas. Wenn sie dann natürlich eifersüchtig werden würde und so weiter, hätte ich da ein Problem, beziehungsweise hätte ich auch ein Problem damit, weil das würde mich ja auch dann quasi einschränken, weil ich weiß, jede Bewegung oder jede Berührung, die ich bei dem anderen Mann mache, sie stört und dann hat es natürlich überhaupt keinen Sinn, weil dadurch einfach alles zu einem Abbruch führt. Kurzum, wenn meine Frau damit einverstanden ist und wenn sie das sehen möchte, wenn sie sowas allerdings sehen will und machen möchte oder mit anschauen möchte und so weiter, oder vielleicht sogar mitmachen möchte, habe ich damit kein Problem, solange ich dann nicht selbst eifersüchtig werde, wenn er sie anfasst. Das ist natürlich die andere Seite, aber da muss man dann halt immer schauen, wie man damit klarkommt. Das kann man so nie sagen. Es kommt dann halt auch immer darauf an, wie stark man die Person liebt und wie stark man dieser Person vertraut. Dann würde ich sagen, wir machen mal die nächste Frage. Diese kommt vom perversen Golfer. Ist eine Stunde alt und heißt, hättest du Interesse an älteren Frauen, zum Beispiel 60- bis 80-Jährige? Meine Nachbarin braucht einen Freund. Auf mich hat sie keine Lust mehr. Hashtag Lust1510. Gut, schöne Frage. Nein, ich habe kein Interesse zwischen 60 und 80-Jährige. Ich mag ältere Frauen, aber für mich ist die Grenze bei bei Maximum 60. Und das ist schon absolutes Maximum für mich. Also mein Lieblingsalter von Frauen ist eigentlich zwischen 35 und 50 in etwa. Dennis hat gefragt, die Frage ist 38 Minuten alt, mit welchem Prominenten möchtest du gerne mal auf Tuchfühlung gehen? Sowas gibt es für mich nicht, weil ich nicht irgendwie durch die Weltgeschichte laufe und sage, ja, ja, nein, ja, nein, ja, ja, nein. Sowas gibt es für mich nicht. Entweder mich interessiert eine Person, aber dann interessiert mich die ganze Person, oder mich interessiert die Person nicht, dann interessiert mich aber auch nicht, Sex mit dieser Person zu haben. Diese ganze Sache, dass, oh, Pamela Anderson oder
Heidi Klum oder weiß der Geier, was diese ganzen Frauen, diese Models, diese Sexsymbole und was weiß ich alles, das ist alles nichts, was mich jemals interessiert hat. Weil für mich ist Sex mehr als rein, raus, weitergeschickt, tschüss. Sowas gibt es für mich nicht und das ist für mich absolutes unterstes Niveau, sowas packe ich nicht. Also sowas rein, raus, tschüss, sowas gibt es nicht in meiner Welt. Sowas ist mir unbegreiflich. Die Twitter-Polizei hat gefragt, diese Frage ist 54 Minuten alt und das war's jetzt mit den Minuten, immer dieses Zeug. Hattest du schon mal Geschlechtsverkehr in einem Traum? Wenn ja, wie fandest du es? Also natürlich hatte ich schon mal Geschlechtsverkehr in einem Traum. Ich meine, das hat nahezu jeder Mensch schon gehabt, mehrfach. Und bei mir war es damals so, ich hasse, was heißt hasse, ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort. Ich mag keine Talkshows, aber es gab damals eine Talkshow, das war eigentlich mehr so eine Serie als eine Talkshow, also es war eher so eine nachgestellte Talkshow. Und ja, das war damals so, da gab es eine Regisseurin im Film, also in der Serie, und diese Regisseurin, die hat mir persönlich so, oder Produzentin war es, glaube ich, und diese Person hat es mir als Jugendlicher so angetan, tatsächlich, dass ich mit dieser Frau meinen ersten Sextraum hatte. Das ist aber schon ziemlich lange her und ich werde bewusst nicht sagen, um welche Serie es sich da gehandelt hat. Die nächste Frage ist von wie auch immer. Mit welchem Videospielcharakter würdest du, wenn es in real gäbe, schnackseln? Das ist die gleiche Frage wie mit der ganzen Sache mit Prominenten. Dafür gibt es für mich nichts. Sowas existiert für mich nicht. Das sind Sachen, die sind so weit hergeholt, dass es für mich einfach keinen Sinn macht, darüber nachzudenken. David hat gefragt, schläfst du öfter mit Frauen oder mit Männern? Also, wenn man es genau nimmt, schlafe ich öfter mit Männern. Ich schlafe allerdings grundsätzlich nicht viel mit Leuten, deswegen sind Männer da vorherrschend, weil ich eben mehr Erfahrung mit Männern habe und im Prinzip, wenn ich mal zum Sex komme, es tatsächlich halt auch einfach Männer sind, deswegen. Aber ansonsten, es gibt für mich eigentlich kein schläfst du mehr damit, weil es im Momentan eben einfach nur Männer gibt, mit denen ich schlafe. Wenn ich mit jemandem schlafe, was seit Ewigkeiten nicht der Fall war. Graftiger Cher hat gefragt, schluckst du oder spuckst du? Wenn du diese Frage beantwortet haben willst, schaust das letzte Video an. Die Doppelfolge, da habe ich diese Frage beantwortet. Zart6Cock hat gefragt, möchtest du gerne mal bei einem gemischtrassigen Gangbang ausführen? Also ob ich mal einen gemischtrassigen Gangbang ausführen würde. Für mich ist ein Mensch ein Mensch. Es gibt für mich kein weiß, grün, schwarz, violett, blau. Für mich gibt es keine Farben. Für mich gibt es keine Rassen. Für mich ist ein Mensch ein Mensch. Ende der Story. Wir sind alles eine Rasse und zwar Menschen. Meine Fresse. Immer diese dämlichen Fragen. Ja, ich würde sowas machen, aber für mich gibt es sowas wie Rasse nicht. Für mich ist ein Mensch ein Mensch. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht und weil er lebt. Alex hat gefragt, eher normal oder Drachendildos? Das ist genau die gleiche Frage wie alles andere. Ich achte nicht drauf, wie ein Dildo ausschaut, wie er heißt oder sowas. Wie er ausschaut, achte ich vielleicht schon drauf, weil das ja vom Gefühl her auch anders ist, bei irgendeiner Form und allem. Aber für mich gibt es da keine großen Überlegungen. Und Drachendildos ist sowieso so ein Schwachsinn, den ich einfach nur für dumm halte. Nur weil ich dieses mystische Wesen Drachen so geil finde, muss man immer davon ausgehen, dass ich alles mache, was Drachen ist. Ich weiß, da hinten sind 2 Drachen, den einen sieht man gerade nicht. Aber das hat noch lange nichts damit zu tun, dass ich mir auch einen Drachendildo schieben würde oder den einer Frau schieben würde oder sonst was. Sowas ist einfach nur Banane. Spielzeug ist Spielzeug, damit spielt man und da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ich werde noch eine Folge aufnehmen heute, aber die letzte Frage für diese Folge ist heute von Natural Spirit. Hier mal viele liebe Grüße und saugeiles Dankeschön an dich. Dieses Bild hier ist von ihm. Wenn ihr da mal Lust habt, schaut mal bei ihm vorbei. Also ohne Scheiß, richtig geile Bilder, bin ich echt beeindruckt. Ich hoffe, da geht nichts schief bei dir, wenn ich das jetzt hier erwähne. Ich muss aber sagen, ich bin auch beeindruckt, dass hier so eine anständige Frage von dir kommt. Also Natural Spirit hat gefragt, wie alt warst du, als du das erste Mal masturbiert hast? Also meine ersten Sexträume hatte ich schon relativ früh richtig masturbiert. Also gespielt und so weiter, also am Penis rumgespielt und so weiter habe ich schon sehr früh. Schon ungefähr in der Zeit, als ich eingeschult wurde, wirklich so mit 6, 7, 8 Jahren. Also das ist bei mir schon das ist schon bei mir sehr früh losgegangen. Also von daher, ich weiß es nicht mehr. Das ist einfach verflucht früh gewesen. Irgendwas im Zeitraum zwischen 8 und 12 Jahren.
Irgendwas in dem Zeitraum war. Das war bei mir wirklich verflucht früh. Ich weiß, das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, aber ich weiß, dass es so war, wie es war. Ende der Story. Ich weiß auch nicht genau, wann es war, von daher. Es kann sein, dass es mit 10 war, es kann sein, dass es mit 12 war, es kann sein, dass es schon mit 8 war. Ich weiß es nicht. Ich habe da schon sehr früh mit solchen Experimenten angefangen. Von daher, gut, dann würde ich sagen, ich danke euch schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und ja, das war's dann soweit. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.